Hallo liebe Häkelfreunde, in diesem Video zeige ich euch, wie ich diesen Poncho gehäkelt habe. Als Saumabschluss habe ich mich für kleine Knötchen entschieden. Ich finde, das sieht einfach ganz reizend aus. Und für den Halsbereich habe ich einen kuscheligen Rollkragen gewählt. Auch dieses Mal habe ich die Anleitung so gestaltet, dass Anfänger diesen Poncho nachhäkeln können. Eine vorgefertigte Anleitung ist damit nicht nötig. Der Poncho basiert allein auf dem Maß für den Halsausschnitt. Los geht es mit der Wolle. Für den Hauptteil habe ich Hurricane von Hobbii benutzt. Es besteht aus 100% Polyacryl und hat auf 300 Gramm 580 Meter. Als Nadelstärke wird 5,0 empfohlen und es ist maschinenwaschbar. Die Farbnummer ist die 02. Für Saum- und Rollkragen habe ich Color Crafter von GPS ausgewählt. Das hat auf 100 Gramm 300 Meter und besteht ebenfalls aus 100% Polyacryl. Die empfohlene Nadelstärke ist 4,0 und die Wolle ist ebenfalls maschinenwaschbar. Die Farbe hat die Nummer 1425 und heißt Deventer. Ich habe mich für die Häkelnadel 5,5 und 6,0 entschieden. Für den Rollkragen habe ich später die 4,5 gewählt. Ansonsten braucht ihr noch eine Schere, ein Maßband, eine Stopfnadel und Maschenmarkierer. Als Maß benötigt ihr den Halsumfang. Bitte dabei beachten, wenn die Luftmaschenkette zur Runde geschlossen wird, muss der Kopf auf jeden Fall durchpassen. Und die Maschenanzahl muss durch 4 teilbar sein. Wir starten mit der Häkelnadel 5,5 und wie alle Häkelstücke startet auch dieses mit einer Schlaufe. Ihr könnt die Schlaufe machen, wie ich sie mache, oder wie ihr es einfach gewohnt seid. Ich habe 76 Luftmaschen gehäkelt plus eine Wendeluftmasche. Nun drehe ich die Luftmaschenkette um und sehe diese kleinen Hügelchen. Da häkle ich jetzt meine festen Maschen hinein. Für eine feste Masche steche ich in das Hügelchen ein, hole den Faden, ziehen durch eine Schlaufe hindurch, hole den Faden nochmal und ziehen durch beide Schlaufen hindurch. Das ist eine feste Masche. Und das mache ich in jedes einzelne Hügelchen, in jede Luftmasche. Nun bin ich am Ende der Luftmaschenkette angelangt und häkle jetzt in die letzte Luftmasche oder in das letzte Hügelchen eine feste Masche. Und jetzt gehe ich an den Anfang dieser Kette zurück und suche mir die allererste Masche. Das ist meine erste Masche und jetzt drehe ich sie ein bisschen nach hinten. Ihr seht, da gibt es noch eine tiefere Schlaufe. Es ist jetzt durch diese beiden Schlaufen häkle ich jetzt meine nächste Runde. Ich denke, das kann man ganz gut sehen. Es ist letztendlich die hintere Schlaufe der Masche oben und die tiefer liegende Schlaufe. Man sieht es ganz gut auf den Aufnahmen. Es ist besser zu sehen, als ich es beschreiben könnte. Und nun steche ich genauso ein, wie ich es mit der Nadel gezeigt habe, durch diese beiden Schlaufen.
Ich markiere jetzt die erste Masche, weil wir häkeln in Spiralrunden weiter. Mit Spiralrunden haben wir überhaupt keinen Übergang. So, jetzt steche ich in die nächsten beiden Schlaufen ein. Ihr könnt natürlich in die 2 Hauptschlaufen der Masche häkeln, das ist kein Problem. Mir gefällt einfach nur bei dieser Häkelweise, dass da es läuft dann eine kleine Bordüre entlang des Halsausschnittes. Das gefällt mir. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Like da. Ihr könnt auch gerne meinen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, wenn ihr keine Videos mehr verpassen möchtet. Und natürlich freue ich mich über eure Kommentare. Auf diese Weise häkele ich die komplette Runde mit festen Maschen. Ich bin am runden Ende angelangt. Ich entferne die Markierung und müsste an dieser Stelle auf die 6,0 Nadel wechseln, habe ich vergessen. Jetzt häkle ich in die erste Masche ein Stäbchen. Das, wie ihr seht. Und dieses Stäbchen markiere ich, damit ich diesen runden Anfang dann leicht wiedererkenne. In dieser Runde teile ich die Ecken ein. Ich habe 76 Maschen, diese teile ich durch 4, das ergibt 19. Das heißt, ich häkele in jede 19. Masche eine Ecke. In die nächste Masche häkle ich wieder ein Stäbchen, ab jetzt wird einfach in Stäbchen gehäkelt. Den runden Anfang möchte ich gerne in der Mitte zwischen 2 Ecken haben. Das heißt, ich brauche 19 Maschen. Ich häkele 9 Maschen und in die 10. Masche kommt dann die Ecke. Und von der anderen Seite her bleiben mir dann noch 9 übrig. Nun behäkele ich zunächst mal die 9 Maschen mit Stäbchen. Nun habe ich die Masche erreicht, in die die Ecke rein soll. Ich häkele ein Stäbchen in diese Masche. Zwei Luftmaschen und ein weiteres Stäbchen in diese selbe Masche. So sieht das aus. Das ist eine Ecke. Und jetzt geht es weiter mit Stäbchen. 18 Maschen lang häkle ich Stäbchen und in die 19. Masche kommt wieder eine Ecke. Ich habe die 19. Masche erreicht. Ich häkle ein Stäbchen hinein, mache 2 Luftmaschen und häkle noch ein weiteres Stäbchen in dieselbe Masche. Mit der dritten Ecke mache ich das ganz genauso wie mit der zweiten Ecke. Das ist meine dritte Ecke und jetzt habe ich noch 9 Maschen bis zur Markierung, sollten es zumindest sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alles gut. Diese 9 Maschen behäkele ich jetzt mit Stäbchen.
Ich habe den runden Anfang erreicht. Ich entferne die Markierung und häkele einfach ein Stäbchen hinein. Ich markiere diese Masche wieder, damit ich weiß, wo mein runden Anfang ist. Und ich häkle ganz normal in Stäbchen weiter bis zu meiner Ecke. Ich habe meine erste Ecke erreicht und diese häkle ich ein bisschen anders als in der Runde vorher. Ich häkle in die Ecke ein Stäbchen, noch ein Stäbchen, dann 2 Luftmaschen, ein drittes Stäbchen in dieselbe Ecke. Da habe ich es nicht geschafft, den Faden zu fangen. Und ein viertes Stäbchen in dieselbe Ecke. So sieht das aus. Und auf diese Art und Weise häkeln wir jetzt alle Ecken vom Hauptteil des Ponchos. An dieser Stelle müsst ihr jetzt nun aufpassen. Die nächste Masche, die kann sich oft hinter einem der Stäbchen verbergen, so zum Beispiel. Dann müsst ihr das ein bisschen zur Seite ziehen, damit ihr diese Masche überhaupt seht und nicht überseht. Dann fehlt euch nämlich eine. Also immer schön schauen, dass die Stäbchen der Ecke nicht über die nächste Masche hindrüber ragen oder diese halt verdecken. Wir häkeln jetzt bis zur nächsten Ecke und dann zeige ich euch nochmal, wie man diese Ecke häkelt. Wir haben die zweite Ecke erreicht. Ich häkle ein Stäbchen hinein, noch ein Stäbchen, dann mache ich 2 Luftmaschen und häkle ein drittes Stäbchen in die Ecke und ein viertes Stäbchen. Dann ziehe ich meine Stäbchen ein bisschen zurück, seht ihr, und da ist die nächste Masche und da häkle ich mein nächstes Stäbchen hinein. Und auf diese Art und Weise häkle ich einfach weiter Ecke für Ecke, Runde um Runde. So, hier mein Zwischenstand. Ich habe ein paar Runden gehäkelt. Zwischenzeitlich ist mir dann auch aufgefallen, dass ich die falsche Häkelnadel nutze. Habe dann alles aufgetrennt, was ich mit der falschen Nadel gehäkelt habe. Habe dann nochmal von vorne angefangen. Ich messe jetzt einfach mal aus, wie viel ich schon habe. Das sind gerade mal 27, 28 cm. Da fehlt noch ein bisschen etwas. Also häkle ich einfach Runde für Runde weiter wie bisher. Hier habe ich ein paar Runden mehr gehäkelt. Das messe ich jetzt einmal aus. Das sind jetzt 45 cm. Das ist für mich genug. Daher schließen wir die Runde ab. Da ich in Spiralen gehäkelt habe, muss ich jetzt einen sanften Übergang finden und kann nicht einfach den Faden abschneiden. Das muss so schräg verlaufen, dass das schön aussieht. Ich habe Stäbchen gehäkelt, daher mache ich jetzt ein halbes Stäbchen. Ein weiteres halbes Stäbchen. Dann mache ich eine feste Masche und nochmal eine feste Masche. Und nun mache ich eine Kettmasche und eine zweite Kettmasche
Und das ist genug. Ich schneide den Faden ab, mache eine Luftmasche durch die Schlaufe und ziehe den Faden fest. So, jetzt seht ihr, das ist ein schöner Übergang. Wenn die Farben nicht gewechselt hätten, würde man diesen überhaupt gar nicht sehen. Von der lilafarbenen Wolle habe ich mir jetzt eine Schlaufe auf die Nadel gelegt. Diese Schlaufe behandle ich einfach als Masche. Ich steche in meine erste Masche ein und häkle eine feste Masche. Diese feste Masche markiere ich, damit ich den runden Anfang wieder sehe, denn auch den Saum häkeln wir in Spiralrunden. Nun häkle ich weiter in festen Maschen bis zu der Ecke. An der Ecke melde ich mich wieder. Nun habe ich die Ecke erreicht und häkle meine letzte feste Masche vor der Ecke. In die Ecke häkle ich eine feste Masche, nochmal eine feste Masche, eine Luftmasche, eine weitere feste Masche und eine vierte feste Masche. So häkle ich die Ecken der ersten Saumrunde. Auch hier wieder aufpassen, dass die nächste Masche nicht verdeckt ist und in festen Maschen weiter häkeln bis zur nächsten Ecke. Wir häkeln alle 4 Ecken der ersten Saumrunde auf diese Art. Den runden Anfang habe ich wieder erreicht. Ich entferne die Markierung, häkle eine feste Masche hinein und markiere diese erste Masche der Runde wieder mit einem Maschenmarkierer. Danach häkle ich weiter in festen Maschen bis zur ersten Ecke. Und diese Ecke machen wir ein bisschen anders als in der Vorrunde. Ich habe die Ecke erreicht und häkle meine letzte feste Masche vor der Ecke. Ich habe die Ecke markiert. Es ist oft etwas schwierig, eine einzige Luftmasche zu erkennen. Und es ist viel einfacher, diese zu markieren, dann braucht man nicht danach zu suchen. Ich entferne die Markierung und in diese Lücke unter der Luftmasche, ihr seht das ein bisschen hier, häkle ich eine feste Masche. Eine Luftmasche und in die gleiche Lücke wieder eine feste Masche. Und dann häkle ich weiter in festen Maschen. Das ist meine Ecke und auf diese Art häkeln wir alle restlichen Ecken des Saumabschlusses. Eine feste Masche, eine Luftmasche und eine feste Masche. Ich habe ca. 5 cm Saum gehäkelt und jetzt kommt die letzte Runde, die Knötchenbordüre. Die letzte Masche der vorletzten Runde.
Dann entferne ich den Maschenmarkierer. Ich häkele eine normale feste Masche, markiere diese. In die nächste häkle ich wieder eine feste Masche und dann häkle ich 1, 2, 3 Luftmaschen. Und dann schaut hier unten, ich zeige euch das mit der Nadel, diese 2 Schlaufen. In diese 2 Schlaufen häkle ich jetzt von oben runter eine Kettmasche. Gleich seht ihr es etwas deutlicher. Ich habe es mit einer helleren Wolle nachgestellt und darauf aufgepasst, dass der Autofokus nicht spinnt. So, hier seht ihr einmal eine feste Masche, eine zweite feste Masche und eine dritte feste Masche. Auf der dritten festen Masche 3 Luftmaschen. Dann drehe ich das. Dann seht ihr hier diese 2 Schlaufen. Da muss die Kettmasche rein. So. Und durch. Das ist mein Knötchen. Dann wieder eine feste Masche. Die zweite feste Masche und die dritte feste Masche. Drei Luftmaschen auf die dritte feste Masche. Und unten in diese beiden Schlaufen eine Kettmasche. Und wieder eine feste Masche und eine zweite feste Masche. Und jetzt sind wir in der Ecke. In die Lücke unter der Eckenluftmasche kommt jetzt das dritte Knötchen. Eine feste Masche, 3 Luftmaschen auf dieser Masche und in die unteren 2 Schlaufen eine Kettmasche. Und dann wieder 2 feste Maschen und in die dritte feste Masche das Knötchen. Und so sieht die Knötchenecke aus. Hier auf dem Original-Poncho. Ich habe das Ende der Reihe erreicht. Mir bleiben noch 3 Maschen übrig. Ich mache mein Knötchen in die mittlere der 3. Das heißt, ich mache eine feste Masche nach dem Knötchen. Und jetzt mache ich bereits das Knötchen. Und in diese letzte Masche mache ich eine Kettmasche. Ich schneide den Faden ab. Mache eine Luftmasche durch die Schlaufe und ziehe den Faden fest. So sieht das aus. Ursprünglich wollte ich den Ausschnitt so lassen, wie er ist. Aber zwischenzeitlich habe ich mich dazu entschieden, einen Rollkragen zu häkeln.
Dafür habe ich eine Schlaufe mit der Saumwolle auf die Nadel gelegt. Und ich umhäkle als allererstes den Ausschnitt mit festen Maschen, bevor ich dann den Rollkragen beginne. Dazu suche ich mir einfach irgendeine Stelle am Ausschnitt und häkele eine feste Masche hinein. So, und nun häkle ich einfach in festen Maschen um den Ausschnitt herum. An dieser Stelle ist es ein bisschen schwierig gewesen einzustechen. Da ist ja das Rundenende bzw. der Rundenanfang. Und da habe ich einfach mit dem Finger etwas nachgeholfen. Ach, übrigens genau, ich habe die 4,5 mm Nadel dafür genommen. Und in festen Maschen geht es nun ganz fröhlich den Ausschnitt entlang. Ich habe den Anfang erreicht, die erste Masche. In diese häkele ich eine Kettmasche. Und in die darauf folgende Masche häkle ich nochmal eine Kettmasche. So, und nun beginne ich mit der Luftmaschenkette für den Rollkragen. Ich habe zunächst viel zu viel Luftmaschen gehäkelt, circa 50 Stück, habe dann aber festgestellt, dass das einfach zu viel ist und letztendlich sind es dann 35 Luftmaschen geworden, plus eine Wendeluftmasche. So sieht das dann aus. Ihr müsst die Luftmaschenkette falten, um zu sehen, ob euch die Höhe für den Rollkragen reicht. Weil auch das etwas schwer zu sehen war mit der dunklen Wolle, habe ich es mit der hellen Wolle an einem Beispielstück nachgestellt. Sobald ihr genug Luftmaschen habt, häkelt ihr eine Wendeluftmasche, dreht dann die Luftmaschenkette nach hinten, damit ihr diese Hügelchen sehen könnt. Hier sind diese Hügelchen, da häkeln wir hinein. Das sieht man mit der hellen Wolle viel besser. Nun häkle ich in die Hügelchen wie zuvor schon feste Maschen. Und das mache ich die ganze Luftmaschenkette entlang, bis ich die allererste Luftmasche erreicht habe. Hier ist die allererste Luftmasche, da häkle ich ebenfalls in dieses Hügelchen hinein. Dann drehe ich mir das Häkelstück, dass ich sehen kann. Ich habe die nächste Masche markiert, in die ich hineinhäkeln möchte. In der ersten ist ja die Luftmaschenkette drin. So, und jetzt häkle ich eine Kettmasche, um diese Reihe abzuschließen. Und um die nächste Reihe zu beginnen, häkle ich in die nächste Masche wieder eine Kettmasche. Dann markiere ich mir die folgende Masche. Das ist ganz praktisch, das muss man nicht machen, ich mache das gerne. Ohne Wendeluftmaschen wende ich das Häkelstück und jetzt schaut mal her, das ist die erste Masche, das ist die zweite, das sind die beiden Kettmaschen, die behäkle ich nicht. Ich häkle in die dritte und zwar nur in die hintere Schlaufe, jeweils in die hintere Schlaufe häkeln.
Das ist die erste, zweite, die behäkeln wir nicht. Die dritte Masche behäkeln wir in der hinteren Schlaufe. Und am besten ihr markiert diese erste Masche, weil diese neigt dazu, teilweise je nach Wolle und je nachdem, wie streng man häkelt, einfach zu verschwinden, optisch zumindest. Und nun häkle ich jeweils in die hintere Schlaufe jeder Masche nach oben. Nachdem ich die letzte Masche gehäkelt habe, mache ich eine Wendeluftmasche, drehe das Häkelstück und häkle wieder nur in die hintere Schlaufe jeder Masche eine feste Masche. Ich bin bei der letzten Masche angekommen. Ich entferne die Markierung, häkele meine letzte feste Masche für diese Reihe. Ich entferne die nächste Markierung für die nächste Masche, häkele eine Kettmasche hinein, um diese Reihe abzuschließen. Und in die nächste Masche häkle ich wieder eine Kettmasche, um die Reihe zu beginnen, um die nächste Reihe zu beginnen. Und ich markiere wieder die nächste Masche. Es ist einfach leichter. Ohne Wendemasche wende ich das Stück. Die erste und die zweite Masche behäkle ich nicht, sondern erst die dritte und da nur die hintere Schlaufe, wie zuvor auch schon. Dann markiere ich sie mir wieder, damit ich sie leichter finden kann und häkele in die hintere Schlaufe jeder Masche jeweils eine feste Masche bis nach oben. So und so häkle ich hin und her, bis ich den Anfang wieder erreicht habe. Hier beim Originalhäkelstück habe ich den Beginn des Rollkragens wieder erreicht und nun schließe ich beide Seiten. Zuvor häkele ich noch in die letzten Maschen an der Basis. Ich zoome etwas heran, damit ihr das besser sehen könnt. Und dann mache ich eine Kettmasche in die erste Masche und in die nächste mache ich wieder eine Kettmasche. Dann lege ich die beiden Seiten zusammen. Ich bin auf der Außenseite, auf der schönen Seite des Ponchos, aber der Rollkragen wird ja gefaltet. Also bin ich auf der nicht schönen Seite des Rollkragens. Von hier aus häkle ich die zwei Seiten zusammen. Als erstes mache ich eine Luftmasche. Und ein drittes Mal, weil es nicht gut sichtbar war, das Probestückchen. Ich steche in die innere Masche der einen Seite und in die äußere Masche der anderen Seite ein und mache eine Kettmasche, so wie ihr das jetzt hier seht. Innere Seite, äußere Seite, Faden holen, durch beide Schlaufen ziehen und durch die Schlaufe auf der Nadel ebenfalls durchziehen. Direkt. Hier mit der hellen Wolle sieht man das wirklich sehr gut. Da brauche ich gar nicht viel erklären. Die Bilder sind aussagekräftig.
Zurück zum Poncho. Hier häkele ich den Rollkragen zusammen. Nun bin ich am Ende des Rollkragens angelangt. Die letzten beiden Maschen ganz normal wie davor auch häkeln in die innere und in die äußere Schlaufe. Dann schneide ich den Faden ab, mache eine Luftmasche und ziehe den Faden fest. So, hier könnt ihr sehen, das ist die eine Seite, man sieht nichts, und auf der anderen Seite, das ist die schöne, sieht man auch nichts. Genauso sollte es sein. So, das ist der Rollkragen und das war auch schon das letzte Teil des Ponchos. Der Poncho ist dann fertig. Es freut mich, dass ihr bis hierher dabei wart und natürlich hoffe ich, dass ihr beim nächsten Video wieder einschaltet. Bis bald!